Willkommen hier beim Turbo 108 Channel. Guten Tag und gut, dass ihr eingeschaltet habt. Und zwar will ich heute euch was präsentieren. Hier habe ich es ja schon mal an. Ihr seht es ja auch am Titel. Ich will auch gleich wechseln in eine andere Perspektive. Ich wollte einfach nur Hallo sagen. Hammergeil. Weil es so geil ist, weil die Uhr so hammergeil ist. Und da kann man echt nichts dagegen sagen. Ich habe hier auch noch den V2-Band gekauft und den Fan gemacht. Zeige ich danach noch im Detail. Ja, habe ich mir halt nochmal eins gekauft, gell? Und das tue ich jetzt gleich mal auspacken. Bis gleich. So, da haben wir die Verpackung. Wie gesagt, ich war so geflasht von der Version. Hier ist die. Ich zeige es dann nachher nochmal, gell? So, guck mal hier. GWM 5610, 1ER, ER, weil es europäische Version ist. Und das ist die 610. Die gibt es ja auch mit der U. Also dann hört das mit M5610U auf. Dann ER, das bleibt dann. Das ist die andere Version, die mit der U. Und zwar unterscheidet sie sich darin, dass die einen neueren Modul drin hat mit ein paar Funktionen, die für die einen oder anderen mal vielleicht wichtig sind, aber ich kann es ja nachher vielleicht kurz mal erörtern. Oder hier einfach einen Kommentar rein, tue ich dann Sprachenlernen Bubble. reinblinken lassen. Und die hat auch eine LED dann auch, die mit der U. Also ein bisschen moderner, wenn man es braucht. Ich habe mich für die hier entschieden, weil die einfach das alte EL-Licht hat und das für mich einfach einen besseren Flair hat. Mit diesem grünen, geilen Licht einfach. Unbeschreiblich geil. So, jetzt habe ich schon mal angefangen aufzumachen, gell? Aber ich glaube, ich habe schon alles gezeigt, was eigentlich ist. Es ja eine ganz normale Verpackung. Jeder, der mal eine G-Shock gekauft hat, weiß, da gibt es nichts Besonderes. So, das ist die Anleitung. Ziemlich fettes Ding. Modulnummer steht hier drauf, 3159. Legen wir kurz zur Seite. Oder weg, damit es nicht stört im Bild. Das ist die Warranty Card. Oder auch gesagt Garantiekarte von Casio. Ist mit dabei, aber ich meine, die Dinger halten ewig. Sind unzerstörbar. Also. Aber trotzdem sieht hammergeil aus, oder? Mit ein bisschen Carbon-Style. Yeah, schickimicki geil. Schade, dass es kein Aufkleber ist, sonst hätte ich es weggemacht. So ein 3D Schockresistent oder irgendwas. Schade, dass sie keinen Sticker haben. Ich würde es gerne irgendwo hinkleben wollen. So, dann sind wir auch schon beim Eingemachten. So, hier ist die Stahldose. Ziemlich fest und robust. Kann man auch aufbewahren. Ich meine, ich schmeiß meine Verpackung so oder so nie weg. Man weiß ja nicht, ob man es behalten will, irgendwann vielleicht auch verkaufen oder ist halt einfach geil, so eine Verpackung zu haben. Schaut euch mal das hier an. Ich lege das kurz weg, oder? Genug geschnitten. So. Schaut euch das mal an. Hammergeil. G-Shock since 1983. Wurde die erste 5000er mal vorgestellt und ja, kennt die Geschichte wahrscheinlich, kann man ja googeln. Hammergeile Geschichte. So, machen wir mal auf hier. Hier ist auch eine Aushöhlung. Hier ist das hier eigentlich so drin. Das sieht manchmal, macht man auf und sieht das nicht, aber das ist dann, klebt dann einfach hier drin. Ist nicht so wichtig, ist nur zum Abdecken. So, ich hoffe, von der Beleuchtung geht's. So. Das ist einfach nur, ja, brauche ich eigentlich gar nicht beklagen, ja. Dann nehmen wir auch schon mal die Uhr raus. Und hier sieht man, ist soweit eigentlich alles in Ordnung. Nichts kaputt. Machen wir das wieder zurück in die Sache rein und legen wir das zur Seite, dass nichts stört. So, dann kann man ja schon mal durchgucken, was hier durchscheint. Zack. Schock
Resist, 20 bar Water Resistant, 20 bar Wasser, wasserdicht sozusagen, Radio Controlled, das ist ein Multiband 6, das heißt, das hat dann, erhält jede Nacht sozusagen eine Radiowellen von der Atomuhr, die es ja hier in Berlin gibt, in Deutschland, und synchronisiert sich selber nach der genauesten Zeit, die es auf der Welt eigentlich gibt, die Atomuhr. So, hammer geil, weg damit, zack. Oh mein Gott, ja, ich habe es schon einmal gehabt, aber boah, wie das abblendet hier. Cool. Auf jeden Fall. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Diese Uhr ist einfach ein Phänomen. Ja, keine Worte können das hier beschreiben. Diese Uhr kann sich eigentlich nur selber den Rang abklauen, abstehlen. Schaut euch das mal an. Hier hinten steht die Modulnummer auch noch drauf, damit ihr wisst, welche Modulnummer das ist. Modellbezeichnung. Das Ding hier ist so Edelstahl. Hier oben sind die Schrauben. Und drunter ist so eine Art Dichtungsring und so weiter. Dann ist auch die Batterie, die man so gut wie nie eigentlich hier austauschen muss, weil es ist ja solarbetrieben. Genau. Also ein Stress weniger. Full Auto EL Light. Seht ihr das? Jetzt sind wir schon dabei bei der Version, die ich habe, ohne dem U. Also die neue Version ist ja mit U. Das hier ist noch die alte, die hat also EL Backlight. So wie alle alten Uhren auch von früher. Und die werden ja jetzt aufgerüstet auf U. Alle Versionen, die schon damals da waren, werden mit einer U gekennzeichnet. Das mit dem U bedeutet auch immer, dass der neue Modul, so wie hier ein neues Modul drin ist. Ne, nicht wie hier, ich meine die neue 610 hat ja das neue Modul. Und da ist dann auch dieses EL-Licht nicht mehr drin. Da ist dann ein LED-Licht drin. Und hier steht auch EL Backlight. Hier mit dem Pfeil nach rechts hier. Und bei der neuen steht da nur Light. Nur Light, einfach nur Light. Dann wisst ihr, dass ihr die neue Version habt. Falls ihr euch nicht im Klaren seid. Und das erkennt man ja auch am Licht. Also das neue Licht ist ja ein bisschen bläulich. Ich habe ein paar ich habe ein paar Versionen mit der U. Die 5000er zum Beispiel. Und da sieht man auch schon den Unterschied. So, jetzt ziehen wir das mal kurz an. Eigentlich wollte ich das hier original verpackt lassen, aber für ein Review ziehe ich es mal an. Ist ja eigentlich sozusagen ungetragen. So, damit man das mal angucken kann, wie das aussieht auf meinem Arm. So. Mein Arm ist eigentlich auch nicht dick. Ich habe relativ normale Arme, sage ich mal. Ich bin 1,70 und ja, relativ normale Arme, und ich finde, das steht perfekt. Kann man nichts sagen, also ich kann mich nicht beschweren. Also. Ich tue es dann auch immer hier hinten so ein bisschen rein, dass nur ein bisschen die Spitze rausguckt. Kann man auch weitermachen, aber ich finde es so eigentlich perfekt, damit man es eigentlich gar nicht so erkennt, damit es ein bisschen verschwimmt. Aber wie gesagt, ich trage meine Uhr ja gar nicht mit solchen Bändern. Ich mag die eigentlich nicht, obwohl die relativ gut aussehen. Habe ich auch eine Weile lang mit der 5600E. Werde ich auch mal vielleicht zeigen nächstes Mal. Die trage ich, habe ich am Anfang, was heißt die trage ich, habe ich am Anfang auch so getragen. Jetzt trage ich die mit NATO-Bändern. So ein Adapter und so weiter. So, jetzt tue ich den mal kurz weg. So.
So, das tue ich dann nachher. Alles. Jetzt zeige ich euch mal. Die andere Uhr mit dem V2-Band. So, das ist die Uhr, die ich trage. Und die ich so sehr liebe. Oder lieben gelernt habe. Die hier hat auch RL Backlight, wie man sieht. Ich habe die auch mit einem Schutzglas ausgestattet. Weil Mineralglas ist mir auch nicht so sicher. Dann kann man sich ja günstig ein bisschen aufwerten sozusagen. Hier ist das, habe ich von einer anderen gebrauchten Uhr. So. Echt sagen, das Band, das hat es echt in sich, Mann. V1, V2, alle Bänder sind geil. So, jetzt gehen wir mal vielleicht zu den Funktionen. Ganz kurz nur gesagt, weil im Internet gibt es genug solche Sachen. Ich habe auch keine Lust, jedes Mal, wenn ich die Uhren angucke im Internet, will ich die mir auch so... Ich gucke mir ja selber auch die Uhren an, bevor ich sie mir kaufe. Und immer wird es manchmal die Geschichte erzählt von Kikuyi Kube oder wie der heißt, der wo das hergestellt hat, erfunden hat. Ist alles gut, aber ich will die Uhr einfach nur angucken und wie viel Spaß man damit haben kann. Ein paar Impressionen, aber so die Funktionen und so... Egal, ich erzähle es einfach mal kurz so im Groben. Hier unten links kann man die Modes finden. Alarm zum Beispiel gibt es 5 Stück, glaube ich. Dann gibt es eine Stopwatch-Funktion, gibt es Timer. Und bei der Timer-Funktion, oder das war bei allen, bei Timer oder Alarm, was rede ich da? Timer oder Sprachenlernen Bubble. Stopwatch kann man oben rechts noch die Uhrzeit, oder wo war das bei? Weiß nicht genau, auf jeden Fall, wenn man hier was macht, kann man oben trotzdem noch die Uhrzeit lesen. Irgendwie so war das. Und auch bei World Time, wenn ich hier drauf gehe auf World Time, kann ich zum Beispiel aussuchen, welche ich mir aussuchen will. Und dann wird, wenn ich mir eins auswähle, wird trotzdem meine normale Zeit oben gezeigt, also sozusagen zweifach. Ich hoffe, das ist verständlich. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr das erste Mal macht, die Uhr ist zum Beispiel jetzt angekommen zu euch nach Hause und ihr habt Funktionen, also ihr habt in der Nähe einen Funkturm, also in Deutschland ist es ja ziemlich einfach, wir haben ja hier Berlin, dann müsst ihr einfach hier oben drauf drücken. So, und dann sucht ihr hier Berlin, das ist ja Deutschland. Da gibt es dann auch andere Sachen, zum Beispiel hier Athen und so weiter, andere Länder. Und dann drückt ihr einfach nochmal drauf. So. Und dann drückt ihr auf Get. Müsst ihr mehr wie 3 Sekunden drauf drücken. So. Jetzt sucht es zum Beispiel, wenn L1 steht, das ist jetzt nicht am Fenster, das ist blöd. L1 ist die schwächste Frequenz. Meistens, doch L3, jetzt steht L3. Wenn L3 steht, könnt ihr euch sicher sein, meistens, hoffe ich mal. Wenn es so ein paar 30 Sekunden oder so, oder 1 Minute sucht es jetzt. Unter eine Minute, wir können es ja mal einfach mal selber zusammen machen. Und oben RCVD bedeutet, dass es 100% abgestimmt hat. Und es auch stimmt, genau. Machen wir es mal zusammen, gell? Hoffe mal, ich verschwende jetzt keine 10 Minuten hier. Ich will auch nicht, dass es künstlich hoch hier strecken, die Zeit für euch natürlich. Aber vielleicht mache ich auch einen Zeitraffer rein, mal schauen. Ja, auf jeden Fall ist es gut, eine Realtime-Funktion zu haben hier. Und Bluetooth-Funktion, wie bei den neuen Uhren, brauche ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber es ist eher lästig mit diesem Bluetooth. Ich finde es eher so besser, weil man ja hier so lebt. Man hat ja eine Atomuhrfunktion, aber ich denke mal für Menschen, die das nicht in der Nähe haben oder so, die ja hier RCVD, genau, jetzt steht es schon drauf, das ist Get, es hat es gefunden. Genau. Und ihr seht auch bei mir zum Beispiel OST,
habe ich auf eingeschaltet gedrückt, das heißt Sommerzeit, Winterzeit wird dann automatisch eingestellt, aber wenn ihr ja die Frequenz mit dem Atomuhr habt und das jede Nacht sozusagen synchronisiert, selbstständig die Uhr, dann ist die Funktion auch automatisch drin, also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Muss man nicht extra. Und ihr könnt auch hier einstellen, ob die Lichtfunktion, wenn ihr zum Beispiel jetzt den Arm so bewegt, gell, ab einer Winkel von weiß ich nicht wie viel Grad, erkennt die G-Shock, dass man auf die Uhr gucken will. Und in der Nacht leuchtet dann von alleine das Licht auf, dass man erkennen kann, wie viel Uhr es sind. Das ist so ein Gimmick. Ich weiß nicht, ob das bei dieser Uhr auch so ist. Habe ich nicht ausprobiert. Aber, ja, mal gucken. Muss ich mal schauen. Aber jetzt erstmal hier warten. Okay, also bis gleich. Ich mache kurz das Licht hier ein bisschen aus, mache es ein bisschen dunkler. Es ist Tag draußen. Ich mache mal die Jalousie runter. Und dann probieren wir das Licht mal aus. Dann könnt ihr das mal sehen. Okay, bis gleich. So, jetzt habt ihr das Licht ja schon gesehen. Und ich ziehe kurz mein Mikro hier an. Genau, sonst wackelt. Ja, wie gesagt, es ist einfach ein Traum, diese Uhr. Jetzt habt ihr das Licht gesehen, alles gut. Die Funktion ein bisschen gecheckt. Und wie gesagt, ihr könnt auch manuell dann einfach hier Worldtime hier einstellen, wenn ihr über Nacht irgendwie die Synchronisation nicht bekommen habt. Eigentlich versucht es die Uhr ja ein paar Mal. Ich glaube 3-4 Mal. Und wenn es das wirklich nicht bekommen hat, dann drückt einfach hier unten rechts ein paar Sekunden drauf, so wie ich gemacht habe. Dann tut es automatisch dann dieses Einschalten. So, jetzt schaut euch das mal an. Alter Schwede. Sorry für meinen Ausdruck und so, ich weiß, es hört sich zwar bescheuert an, alles, was ich sage, aber es ist halt, Worte können Gefühle nicht beschreiben und manchmal rede ich lieber so einen absurden Dreck, damit man es aber ein bisschen verstehen kann, was ich eigentlich meinen will. Also grob, sag ich mal, abstrakt verstehen kann. Oh mein Gott, ich liebe diese Uhr. Ich weiß auch nicht, was mit der Welt los ist zurzeit. Wie geht es eigentlich euch? Diese Smartwatches. Also, manchmal laufe ich rum und sehe Leute immer mit Smartwatches oder diese komischen, längeren, geraden Dinger. Die sind dann hier so wie so Silikonteile. Und so erwachsene Leute, eigentlich 60, 70 Jahre alt. Dann denke ich mir, hey, kauft euch doch sowas Einfaches wie das hier. Da muss man nichts mehr aufladen. Aber anscheinend, weiß ich nicht, wieso das so ist, aber ich finde es gut, dann habe ich halt das hier oder wir, mehrere Leute, aber schade, ich würde gerne mal mehrere Leute mal auf der Straße sehen, mit denen über G-Shocks reden. Ja, letztens mal, jetzt wo wir drüber reden, gell, kann ich auch kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar war ich letztens mit einem Kumpel. Mein Kumpel, der hat auch angefangen G-Shocks, nicht G-Shocks, Casios halt anzuziehen, Edifice und so weiter. Die habe ich auch. Und zu der Zeit hat er halt angefangen, die zu kaufen, ist verrückt geworden nach Uhren, hat immer weiter gekauft. Habe ich dann zu ihm gesagt, ja, okay, ist alles gut und so. Aber guck mal, ich habe jetzt so eine andere Uhr gekauft. Dann habe ich das hier gekauft gehabt. Das war dieses Jahr im Februar ungefähr. Und habe es für, weiß ich nicht, 70 Euro geschossen oder so. Jetzt kosten die ja mittlerweile richtig viel. Schweinegeld. Und ich habe es zum Glück noch zu dem Zeitpunkt gekauft, wo es ein bisschen günstiger war. Sagen wir mal so, ja. Es war auch nicht so günstig, aber immer noch. Ja, egal. Ja, und dann habe ich gesagt, guck mal hier, voll cool und so. Und dann hat er gesagt, hä, voll oldschool. Naja, aber ich mag mehr Classic Watches. Habe ich zu ihm gesagt, ja, ist halt Geschmackssache. Ich wollte schon immer eigentlich eine analoge Uhr, digitale Uhr kaufen, weil mein Vater hatte immer eine am Armgelenk, der hatte nie klassische Uhren und von Casio, aber diese ganz alte mit Metall und so, diese richtig oldschool mit elastischen Metallband, weißt du, so. Ist halt ein Rentner, was soll der schon? Dann habe ich gedacht, aber ich will trotzdem diesen Style von meinem Vater haben, einfach so, weil ich es haben will. Dann habe ich eingegeben im Internet, einfach aus Jux und Laune, beste Digitaluhr.
Und dann ist bei Platz 1 irgendwann die hier aufgetaucht. Dann dachte ich mir, hey, die sieht so geil aus, so habe ich mir immer eine digitale Uhr vorgestellt. Ich habe geschwärmt ohne Ende. Bin ins Internet, habe mir die sofort bestellt, einen guten Preis gefunden mit Rabatt und Gutschein und so weiter, bla bla bla. Dann habe ich die gehabt, habe Marcel gezeigt, also ein Kumpel von mir. Der hat gesagt, ja, die sieht gut aus und so, aber ja, nicht mein Geschmack, weil da sah die ja noch so aus, mit Plast, mit Gummi und so. Dann habe ich zu ihm gesagt, hey, man kann sich Adapterdinger kaufen, weil der ist voll verrückt nach NATO-Bändern und so, nach Modifizieren. Der war früher so ein Lego-Mensch halt. Alles, was umbaumäßig geht, gefällt ihm. Ich gesagt, okay, guck mal, du kannst hier NATO-Band kaufen. Dann dran machen. Dann bin ich zu ihm gegangen, zu Weihnachten mal so Spaß, bin mal vorbei, habe die Uhr mitgenommen und eine 2100er in schwarz, die habe ich auch, glaube ein Video gemacht. Bin ich hin, mit NATO-Band, Adapter, mit ein V2-Band, das hier. Und dann habe ich das umgebaut, innerhalb von Sekunden vor ihm. Der hat sich angeguckt und gesagt, wow. Dann hat er gesagt, hey, der will das mal ausprobieren mit dem James Bond 007-Band. Den alten von 80er Jahre oder 70er war das. Der hat so ein Band, ich auch. Und dann hat er es dran gemacht und hat dann gesehen, die ganzen Farben innen drin werden da wieder aufgenommen. Rot, grün, gelb, keine Ahnung, schwarz. Und der dann so, hammergeil. Dann war der auch geflasht. Dann musste der auch eine haben. Dann hat er gesagt, okay, du hast ja auch voll oft was gekauft, was ich dir empfohlen habe. Dann kaufe ich das auch mal. Ich glaube, das ist wirklich gut. Eine kann man ja gebrauchen, habe ich gesagt. Ja, eine gehört in jede Sammlung, habe ich gesagt. In jede geile, gute Uhrensammlung hat immer eine G-Shock. Hat er sich das angenommen, hat es gekauft. Und ja, innerhalb von 4 Monaten ist er auf 15 G-Shocks gekommen. Der wollte immer nur eine haben. Jetzt hat er 15, hat mich sogar überholt sozusagen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr habe, keine Ahnung. Aber ich war auch so, ich wollte nur eine haben, das war die hier. Und jetzt habe ich auch schon fast 15 oder 16, ich weiß es gar nicht, ich habe gar nicht mehr gezählt. Die Uhren, die sind einfach krank, einfach geil. Und der Virus, der da mitkommt, der einen einnimmt, diese G-Shock-Vibe, der zieht einen rein in diesen Sog. Aber ich habe meine Lieblingsuhren jetzt gefunden und tu die ausstatten halt mit V1-Bändern oder mit so V2-Bändern wie jetzt hier. Kann man sich ja machen, wie man will. Aber ich finde es hammergeil, Leute. Also, ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber ich ziehe es mal kurz nochmal an. Könnt ihr das mal sehen. Die Uhr habe ich eigentlich zur Zeit gar nicht mehr angehabt. Das war meine erste Uhr, aber die habe ich fast nie angehabt. Warum nicht? Weil ich kein V2-Band hatte zum Reinmachen. Jetzt habe ich einen weggemacht von einer anderen Uhr, die ich gekauft habe. Und ich muss sagen, jetzt ziehe ich die schon 3 Tage am Stück an und ich will die gar nicht mehr ausziehen. Zu Hause muss ich es leider mal ausziehen. Ja, da brauche ich die Uhr nicht im Handgelenk, aber Leute, ich bin süchtig nach der Uhr. Schaut euch die mal an, ey. Krank. So, jetzt sind wir ein bisschen im Dunkeln hier. Und jetzt zeige ich euch die Funktion. Zack. Könnt ihr es sehen? Zack. Grünes Licht. Und wenn ich es jetzt umschwenke, sehe ich, dass es nicht angeht. Also hat es nicht dieses Automatic Backlight, glaube ich. Oder ich muss es nachher nochmal schauen. Ist nicht so wichtig für mich jetzt im Moment. Aber nur damit ihr es wisst, diese Funktion gibt es auch. Ich tue jetzt kurz hier Licht anmachen, dann reden wir weiter. Bis gleich. Dann muss ich mich wieder verabschieden von euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. So wie mir. Mir hat es auch gefallen. Ich ziehe so gerne die Uhren an. Und wenn ich dann noch anderen Leuten das zeigen kann und erklären kann, dann macht es mir noch mehr Spaß. Also, geile Uhr. Geile Uhr. Ich kann es kaum erwarten, wieder rauszugehen. Und für faule Leute, die irgendwie denken, jetzt wenn ich so nachdenke, ja, ich will ja nichts sagen, aber es gibt manche Leute, die gehen irgendwie vielleicht nicht raus aus dem Haus, kauft euch einfach eine G-Shock, Mann. Ihr könnt es nicht erwarten, bis ihr endlich mal rausgeht und diese Uhr hier auftankt in der Sonne. Ach scheiße, tut's nicht. Ich hab's ja sowieso schon gesehen. Also ich bin ein bisschen crazy, ihr seht schon. Aber es macht einfach Spaß, Leute. Es macht einfach Spaß mit der Uhr hier.
Okay, bis zum nächsten Mal. Abonniert, wenn es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr irgendwas noch verfolgen wollt. Ich habe so viel noch vor, Videos und so. Ich habe noch andere Uhren, die ich zeigen möchte. Fahrzeuge und so. Ja, das ist halt mein Hobby, Mann. Also was soll ich denn machen? Ich habe einfach Bock drauf. Ich habe es im Blut. Ich habe einfach Bock, das zu zeigen, Mann. Und abonniert und schreibt gerne was im Kommentar. Fragen, vielleicht Anregungen für Videos, die es vielleicht noch nicht gibt. Oder ja, vielleicht mache ich auch mal Videos über eure Fragen. Wenn ihr denkt, ihr wollt was wissen und ich denke mir, das könnte ein Video füllen, warum nicht? Also dann bräucht ihr gar nicht danach googeln und suchen, weil dann mache ich das einfach für euch. Viel Spaß, Leute. Genießt das schöne Wetter draußen. Es ist so schön. Die letzten Sommertage. Und geht raus, habt Fun mit Leuten. Macht was auch immer ihr wollt. Ihr könnt vielleicht auch nur zu Hause bleiben, Bücher lesen, was weiß ich. Also viel Spaß. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.